Na, der gute Stress ist, wenn du so im Flow bist, wenn es dich beflügelt, wenn du etwas richtig, richtig gerne machst. Sport zu treiben, das ist sicherlich, wenn der Stress anfängt, in der ersten Zeit noch gut machbar. Kennst du das Gefühl, nach einem langen, stressigen Tag nach Hause zu kommen? Dein Energielevel gleicht der Null. Du möchtest eigentlich nur noch auf der Couch liegen, Fernsehen schauen, zocken oder vielleicht sogar direkt schlafen gehen? Dann ist das Thema Stress für dich auf jeden Fall relevant und damit bist du genau richtig. Hier in der neuen Folge von Erfolgsgeflüster möchte ich dich herzlich begrüßen. Es geht um das Thema Stress. Mein heutiger Podcast-Gast ist Stressmentorin. Sie begleitet Menschen dabei zu einem entspannten und leistungsfähigen Leben. Das Ganze macht sie sowohl für Privatpersonen als auch eben das Thema Gesundheitsmanagement, Stressprävention in Unternehmen. Und ich freue mich mit ihr jetzt darüber zu sprechen, was du tun kannst in deinem Alltag, damit du etwas entspannter durchs Leben gehst. Damit begrüße ich meinen heutigen Gast. Hallo, Heike Melzer. Hallo Michelle, danke, dass ich bei dir sein darf. Stress ist ja ein Thema, das uns alle irgendwann mal betrifft, manche mehr, andere weniger, aber letztlich kennt jeder dieses Thema. Wann war denn bei dir der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, Stress ist ein Faktor, den darf man nicht unterschätzen, weil er einfach wirklich sehr starke Auswirkungen haben kann, auch auf die Gesundheit? Das war bei mir ein schleichender Prozess. Ich wollte es ganz lange nicht wahrhaben. Ich habe viele Jahre im Außendienst gearbeitet und hatte immer mal wieder Magen-Darm-Schwierigkeiten, hatte dann irgendwann Rücken-, Schulter-Nackenverspannungen und, grade also neben Magen-Darm, als dann diese Thematik Rücken, also Gelenksbeschwerden auch dazu kamen, da habe ich immer mal wieder gehört: „Ja, tritt doch mal kürzer, nimm dir mehr Zeit für dich.“ Wo ich dann immer gesagt habe: „Ja, ihr habt ja leicht reden, mir macht ja mein Job auch Spaß und wie soll ich das denn machen? Ja, ich habe ja eigentlich genügend Zeit für mich.“ Weil wenn am Wochenende war gut ausgeplant mit irgendwelchen Freunden treffen, Sport und dergleichen. Und das habe ich eigentlich als Entspannung gesehen, aber dass eben auch private Termine Stress sein können neben einem stressigen Job im Außendienst, habe ich zu dem Moment echt nicht erkannt. Und das ist für mich jetzt so ein Antreiber, auch Menschen einen Weg zu zeigen: Achte auf die ersten Signale, bevor du dann gar nicht mehr kannst. Also, das ist, für viele dann wahrscheinlich der Moment, wo sie erkennen: „Oh, jetzt habe ich Stress“, aber dann vielleicht es wirklich 5 vor 12 ist oder schon 5 nach 12. Was wären denn so diese kleinen Signale des Alltags, die man eben oft ignoriert, bis sie dann doch spürbarer werden? Hast du da Beispiele? Ja, bei mir war es eindeutig so dieses Thema Magen-Darm-Beschwerden, dass ich, Richtung Reizdarmbeschwerden hatte, dass ich häufiger mal gedacht habe: „Warum habe ich denn jetzt schon wieder 'n Magen-Darm-Infekt? Wo kommt das her?“ Also, eigentlich, so ein bisschen weggedrückt und ich habe früher selbst in der Apotheke gearbeitet, habe eine PT-Ausbildung, also von daher wusste ich auch, mit welchen Mitteln ich das Ganze dann ganz gut mal behandeln kann und damit das Ganze auch ein bisschen weggedrückt habe, ja. Und dann kamen, ja, wie gesagt, Rückenschmerzen dazu und das ist ja so 'n Moment, wo viele denken: „Na, Schulter-Nackenverspannung, Rücken, das hat ja eigentlich jeder.“ Ja, na ja, ist ja normal. Und das sind sicherlich erste Symptome. Kopfschmerzen, bei vielen Menschen sicherlich auch, oder auch Schlafschwierigkeiten. Das ist dann bei Schlafschwierigkeiten aber schon ein bisschen weiter fortgeschritten, der Stress, auch wenn du gar nicht mehr in den Schlaf kommst, nachts aufwachst, weil dir irgendwelche Arbeitsvorgänge noch mal durch den Kopf gehen oder wenn du eben 'n privaten belastende Situation hast, wenn du da gar nicht mehr abschalten kannst. Das sind sicherlich Sachen, wo man für sich selber erkennen sollte: „Oh, jetzt braucht mein Körper etwas anderes, als ich ihm bislang biete.“ Wir kommen gleich noch drauf zu sprechen, was man denn so tun kann im Alltag oder eben auch natürlich in der Freizeit oder im Urlaub, um einfach das Thema Entspannung besser in sein Leben zu integrieren. Aber bevor wir darüber sprechen, würde ich ganz gerne noch deine persönliche maximale Stresserfahrung thematisieren. Wie hat sich das dann bei dir entwickelt, als du eben diese ganzen kleinen Symptome ignoriert hast über die Zeit hin? Wo ist das am Ende, wo hat das hingeführt? Also, zu der Zeit habe ich im Außendienst gearbeitet. Also, ich war 10 Jahre im Apothekenaußendienst tätig für einen großen Pharmahersteller und hatte ein sehr großes Gebiet, was ich zum Schluss, betreut habe. Also, das war ganz Norddeutschland. Ich bin in 'ner Woche etwas über 1.000 Kilometer Auto gefahren, plus Kundenbesuche zwischendurch, viele Hotelübernachtungen. Und, ja, es war dann eben so,
dass ich, wie gesagt, immer mehr körperliche Herausforderungen auch hatte, dass es eigentlich nur noch so ging, dass ich mindestens einmal im Monat beim Chiropraktiker war, damit ich überhaupt ins Auto ein- und aussteigen konnte, ohne Schmerzen. Ja, und dann war ein Moment, wo ich auf Übernachtungstour wieder unterwegs war, freitags früh im Hotelzimmer aufwache und denke, oh Mist, du kannst ja gar nicht mehr aufstehen. Wie kommst du jetzt aus dem Bett? Wie kannst du dich anziehen? Ja, naja, das war in Hamburg. Ich wohne in Berlin, habe meine Chiropraktikerin angerufen und dann sagte die irgendwie im Laufe des Vormittags, weiß nicht mehr, 10 Uhr oder was, könnte ich da sein? Und da habe ich ihr gesagt, geht nicht, ich bin in Hamburg und das schaffe ich auf keinen Fall und bis wann ich dann da sein kann. Dann war das irgendwann früher Nachmittag und da sage ich, okay, schaffe ich. Habe aber dann noch einen Kunden betreut, den ich sowieso auf dem Plan hatte. Wie ich letztendlich da hingekommen bin, weiß ich nicht mehr. Und ja, so wurde das immer mehr, diese Einschläge, sage ich mal, diese Situationen, die immer kürzere Abstände hatten. Und es endete dann damit, dass ich bei einer Tagung bei uns beim Mittagessen in der Werkskantine mit einem Heulanfall zusammengebrochen bin und gar nicht mehr wusste, warum überhaupt und wie komme ich hier jetzt wieder raus. Ja, das ist auf jeden Fall ein heftiges Erlebnis. Rückblickend hat es aber wahrscheinlich ganz viel bei dir verändert. Denn wie ging es denn dann weiter? Welche Konsequenzen hast du aus diesem Erlebnis für dich persönlich und deine Zukunft gezogen? Also für mich war das dann erstmal ja, eine Situation, die ich so von mir auch überhaupt nicht kannte. Und ich bin da wirklich auch meinem kollegialen Umfeld sehr dankbar, dass die mir immer wieder ins Gewissen geredet haben: „Geh zum Arzt." Also die das eben mitbekommen haben. Du bist da wirklich ganz weit schon fertig. Und das habe ich dann irgendwann auch getan, eigentlich nur aus dem Grund, weil ich schon 'n schlechtes Gewissen hatte, immer wieder zu meinem Kollegen zu sagen: „Ne, ich war noch nicht beim Arzt." Und, dann saß ich beim Arzt und es ging dann wirklich nicht mehr, wo die gesagt hat: „Ich schreibe Sie jetzt erst mal krank." Dann war ich auch ziemlich lange krankgeschrieben, habe über 'ne Gesprächstherapie dann Unterstützung bekommen. Ja, und da war für mich eigentlich auch klar, dass ich diesen Job, den ich so vorher gemacht habe, nicht mehr machen kann, weil ich, wenn ich den Job mache, das eben auch wirklich sehr gewissenhaft mache, auch für den Kunden, einstehe und, ja, das mich dann sehr schnell wieder an meine Grenze wahrscheinlich auch gebracht hätte. Ja, und das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich brauche da andere Freiräume. Ich möchte nicht mehr mit so viel Druck auch arbeiten. Ich möchte das so gestalten, wie ich das für mich dann auch, machen kann, händeln kann, gesundheitlich und auch mit einem ruhigen Gewissen und habe mich selbstständig gemacht. Das war 2019, war im Kommunikationsbereich tätig, habe Schulungen gegeben für Apotheken, für die Pharmaindustrie, Produktschulungen, Kommunikationstrainings, ja, verschiedenste Bereiche und das Ganze war eben präsent, ja, präsent live vor Ort. Ja, und dann kam 2020, nach einem Jahr auf einmal alle Aufträge weg, weil präsent eben so nicht mehr möglich war. Und das war eigentlich so dieser entscheidende Punkt, dann auch noch mal zu sagen: „Jetzt mache ich was ganz anderes. Jetzt kremple ich mein Leben noch mal um", habe 'n Studium zur Gesundheitspädagogik gemacht und in dieser Zeit mein Herzensthema entdeckt und, das ist Entspannungspädagogik und ja, da Menschen jetzt begleite in einen stressfreieren Alltag, um ihre Leistungsfähigkeit, zu erhalten, um Regeneration wieder in den Alltag einbauen zu können und damit auch ihre Gesundheit erhalten zu können und ihr Wohlbefinden zu steigern. Ja, sehr schön. Und dann war eben Corona, wie du schon sagtest, ganz viele Weiterbildung gemacht, wie wahrscheinlich viele von uns, vor allem diejenigen, die eben auch selbstständig sind oder es eben werden wollten zu der Zeit. Dann hast du angefangen, online zu arbeiten, weil das Einzige war, was es zu der Zeit gibt. Wie kamst du denn zu dieser Positionierung zu sagen: „Hey, ich möchte mich auf jeden Fall diesem Thema Stress genau diesem Thema widme ich mich jetzt?“ Also, gab's da irgendwie auch 'n Grund mit deiner Vorgeschichte natürlich, die da reingespielt hat, aber was ist so die Mission dahinter zu sagen: „Stress, das ist 'n Thema, das vertrete ich jetzt?“ Na, ich habe eben immer gehört, als ich so in dieser echt stressigen Phase war: „Tritt mal kürzer, achte mal auf dich." Aber mir hat keiner gesagt, wie. Und, wenn ich da Menschen gehabt hätte, die gesagt haben: „Mach mal das und das, probier mal das in den Alltag, einzubauen", dann wäre das für mich einfacher gewesen. Für mich war Stress Entspannung. Entspannung war, sich mit Freunden treffen, wegzugehen, Party zu haben, das war für mich Entspannung. Aber dass, wenn du im Stress bist,
dass dein Körper da eigentlich was anderes braucht, das habe ich da nicht erkannt. Und wenn mir da jemand gesagt hätte, mach mal kleine Atempausen zwischendurch, genieß einfach die Natur, beobachte mal, krieg den Kopf über so einfache Dinge frei, hätte mir das geholfen, weil ich hatte für mich abgespeichert, Entspannung ist irgendwo meditieren, zu sitzen, zu singen, Rauchstäbchen. Also so war für mich Entspannung, Meditation abgespeichert, aber nicht, dass es auch mit kleinen Momenten im Alltag geht. Und das habe ich in dieser Zeit dann, wo ich eine Ausbildung gemacht habe zur Gesundheitspädagogik, wo eben ein Teil Entspannung auch ist, ja, der Moment eigentlich zu sagen, ich möchte Menschen dabei unterstützen, mit einfachen Dingen in dem Alltag entspannte Momente zu genießen. Das heißt, wenn ich tagsüber mein Stresslevel schon etwas reduziere durch gezielt eingesetzte Pausen, vielleicht wirklich mal kurz innezuhalten, tief durch die Nase ein- und auszuatmen. Das kannst du an einer roten Ampel machen, das kannst du in einer Bahn machen, das kannst du im Supermarkt an der Kasse machen. Dann regeneriert dein Körper in diesem Moment schon. Und das ist sicherlich vielen gar nicht so bewusst, dass es kleinste Momente sind, die dazu führen, dass dein Stresslevel generell gesenkt wird und damit dein Alltag entspannter ablaufen kann. Also gerade so gesundheitliche Herausforderungen kannst du damit, ich sag mal, ein bisschen wegatmen auch. Jetzt gibt's ja ganz viele verschiedene Formen von Entspannung, aber natürlich auch von Stress. Für viele ist ja eben das Thema Sport zum Beispiel eine Form der Entspannung und gleichzeitig ist das natürlich trotzdem Stress für den Körper während der Belastung. Was davon ist quasi gut und was ist so der Punkt, wo ich sage, das ist aber nicht die Erholung, die der Körper auch braucht? Kann man das irgendwie differenzieren, sagen, ja, nach dem Sport brauchst du trotzdem dann, keine Ahnung, die Meditation oder was auch immer? Wie kann man das ganze Thema ein bisschen einordnen? Also erstmal ist es so, dass jeder für sich gucken muss, was unterstützt einen, was hilft mir im Grunde auch, ja. Und das ist dann auch der richtige Weg. Das kann für manche sein Sport, dass sie wirklich sagen, okay, ich habe dann da noch mal Energie für Sport zu treiben. Das ist sicherlich, wenn der Stress anfängt, in der ersten Zeit noch gut machbar. Je weiter der Stress fortschreitet, hast du oft weniger Energie, sowas noch aufzubringen. Und deshalb ist es so wichtig, eben frühzeitig zu schauen, wie kann ich mein Energielevel einfach auch noch hochhalten. Und wenn der Weg Sport ist, dass man dann für sich aber auch schaut, was braucht der Körper an Unterstützung, damit er besser regenerieren kann. Weil in dieser Pause, in der Regeneration schöpft dein Körper eben wieder neue Energie, um dann auch wieder leistungsfähig den Alltag meistern zu können. Und wenn du sowieso schon ein relativ hohes Stresslevel hast und dich nochmal so richtig beim Sport auspowerst, also gerade auch so Krafttrainingsgeschichten, dann braucht deine Muskulatur natürlich unheimlich gute Versorgung mit Nährstoffen, mit Sauerstoff, mit Energie. Die Durchblutung muss optimal sein, dass das eben auch oder dass der Körper dann auch in der Regeneration ist. Und wenn du im Stress bist, sind deine Gefäße sowieso schon alle verengt. Und deshalb kann es dann eher sein, wenn der Stresslevel schon sehr hoch ist, dass Sport vielleicht dann nicht mehr das Richtige ist. Was wären dann so die Alternativen, die ich eben jetzt, ohne das Energielevel für Sport zu haben, im Alltag machen kann? Also vielleicht auch zu Hause, wo ich gar nichts für brauche. Ich mich einfach auf die Couch lege. Was wären da so die Empfehlungen? Weil ich weiß selber aus eigener Erfahrung, wenn man sich damit nichts beschäftigt hat bisher, ist es oft schwierig, diesen Einstieg zu finden. Was kann ich denn machen, ohne jetzt vielleicht gleich die 60-minütige Meditationsreise zu machen, die man auf YouTube zum Beispiel findet? Vielleicht spricht die mich ja auch gar nicht an. Was wäre so ein, zwei leichte Übungen, die ich einfach mal machen kann zum Einstieg? Also leichte Übungen zum Einstieg sind wirklich Atmen. Bei Atmen kann jeder und gerade im Stress führt es oft dazu, dass wir viel zu flach atmen. Das heißt, wir atmen fast nur noch hier oben in den Brustkorb. Ja, genau, du machst es eben schon einfach mal zu beobachten, wo fließt überhaupt mein Atem hin? Wie fühlt sich Atem an? Und wenn ich in der Beobachtung bin, vielleicht auch mal die Augen schließen, kurz innezuhalten, tief durch die Nase zu atmen und beobachten, ist es irgendwo, wo es klemmt, hängt der Atem hier oben im Brustbereich fest. Also Ziel sollte eben sein, dass der Atem so weit in den Bauch strömt, dass der Bauch sich beim Einatmen nach außen auch wölbt und beim Ausatmen die Luft wieder ausströmt und zurückgeht. Und das sind
so erste Schritte, die du auch kannst, wenn dein Energielevel schon relativ niedrig ist. Und am Anfang fällt eben, wie du schon sagst, so eine Traumreise, so eine Entspannungsreise von 'ner Stunde echt schwer. Das kriegst du gar nicht vom Kopf hin, dich 'ne Stunde auf dich zu konzentrieren. Aber 5 Atemzüge mal auf dich zu konzentrieren, das kriegen die meisten hin. Und das kannst du eben zwischendurch machen. Was ich auch schön finde, wenn man dazu noch Thymusdrüse klopft, die haben wir hier so im oberen Brustbereich, die schüttet auch Entspannungshormone aus und wenn die ganz liebevoll hier immer ein bisschen mit geklopft wird und tief geatmet wird, merkst du, dass du relativ schnell auch runterfährst. Also so Akupressurpunkte sind für mich auch immer noch mal sehr hilfreiche Sachen, die du eben gerade mit Atmen sehr gut kombinieren kannst, um da auch ja wieder zwischendurch Kraft zu schöpfen und nicht warten musst, bis du abends auf der Couch sitzt. Ja, gibt es so 'ne Atemtechnik, die du empfiehlst, um eben schnell ist immer so die Ironie dabei, ne, schnell zu entspannen quasi? Also, da gibt's ja so Sachen wie: „Ich atme im Quadrat“ oder sonstige Techniken. Gibt's da was du empfehlen würdest? Also, was ich gut finde, was auch zum Einschlafen gut geht, ist die 4-7-8 Atemtechnik. Das heißt, du atmest bis 4 zählend durch die Nase tief ein, hältst bis 7 zählend die Luft an und lässt dann mit 8 zählen die Luft wieder durch den leicht geöffneten Mund ausströmen. Und wenn du dir dabei dann vorstellst, dass wirklich alles Negative, alles Verbrauchte aus dir rausströmt und beim Einatmen frische Energie wieder kommt, kannst du gut runterfahren. Und wenn du das am Anfang erstmal mit 4-7-8 nur machst und dann merkst, oh, kriege ich ganz gut hin, finde ich es auch immer noch mal hilfreich, seine Schultern dabei zu beobachten. Weil wenn wir in der Anspannung sind, im Stress, dann hängen die Schultern ganz oft so. Und wenn du dir dann vorstellst, dass beim Ausatmen die Schulterblätter quasi wie an deiner Wirbelsäule runterrutschen, dann gehen die Schultern auch runter und du bekommst eine gute Entspannung. Ja, cool. Ich hätte gesagt, wenn du dabei bist, dann lass uns das gerne einmal machen, weil wenn man schon mal was gemacht hat, kann man das auch viel besser hinterher integrieren in den eigenen Alltag. Magst du's gerne einfach einmal vormachen und wenn ihr zuhört, kannst du gerne einfach mitmachen. Genau. Also, wenn du jetzt zuhörst und hoffentlich nicht Auto fährst, weil dann wäre es jetzt ein bisschen schwierig mit Augen zu. Ansonsten gerne auch die Augen schließen und dann richtet euch mal auf und atmet mit 4 Zählen tief durch die Nase in den Bauch ein. Haltet für 7 Sekunden die Luft an und lasst mit leicht geöffneten Lippen die komplette Luft aus euch rausströmen, so dass der Bauch sich wieder nach innen wölbt und quasi ein Gefühl entsteht, als ob der hinten bis zur Wirbelsäule rangeht. Und wenn ihr mögt, könnt ihr das, ja, wie gesagt, 4, 5 Mal für euch hintereinander machen und vielleicht bei dem letzten Ausatmen dann diese Vorstellung dazu nehmen, dass, ja, die Schulterblätter an eurer Wirbelsäule runterrutschen und ihr die Last des Alltags von euren Schultern befreit. Schön. Vielen Dank dafür schon mal. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine wirkungsvolle Demonstration. Grad das ganze Thema Ausatmen war etwas, das war mir früher auch nicht bewusst, wie viel mehr man eben entspannt und auch der Puls runterkommt, ne, wenn ich langsam und lange ausatme. Auf jeden Fall da auch 'ne Empfehlung. Super wichtiges Thema zum Thema Das Stress. ist es auch, gerade im Stress haben ja auch viele unter diesem Thema Bluthochdruck zu leiden, wenn du längere Zeit Stress hast und damit kannst du ganz vieles auch schon regulieren. Ja. Stress ist ja nicht nur böse. Was ist denn der gute Stress? Na, der gute Stress ist, wenn du so im Flow bist, wenn es dich beflügelt, wenn du etwas richtig, richtig gerne machst und im Grunde Raum um Zeit vergisst, dann beflügelt es dich ja. Das ist ja auch so von der Natur so vorgesehen, dass Stress uns erstmal dazu befähigt, mit Situationen klarzukommen, die herausfordernd sind, aber wo wir sagen: „Hey, das ist super.“ Nur schwierig wird's eben, wenn der Stress zu lange anhält und wir dann diesen Moment, wo es kippt, nicht unbedingt mehr merken.
Das heißt, man kann auch mit ganz viel Drive, ganz viel, ja, Energie, ganz viel guter Stress trotzdem zum Beispiel in das Thema Burnout abrutschen? Ist das möglich? Also wenn du zwischendurch eben keine Regenerationszeiten einbaust. Also der Körper kann gut 2 bis 3 Monate mit Stress sehr gut umgehen. Ja, so ist unser Körper programmiert, zu sagen, okay, Belastungen kommen immer mal wieder vor. Nur dann brauche ich natürlich auch eine Phase der Regeneration und möchte ich da oder euch gerne mal mitnehmen in die Urzeit. Wenn wir daran denken, als wir alle noch Jäger und Sammler waren, dann hieß es ja irgendwann auch, muss vielleicht mal ein Mammut erlegt werden. Das heißt, das musste gejagt werden und in dem Moment geht der Körper einfach in den Stressmodus. Ja, wir spannen alle unsere Muskulatur an, wir atmen flacher, die Atmung geht schneller, der Herzschlag geht schneller, der Blick ist fokussiert, weil du willst ja das Tier erlegen, du brauchst ja was zu essen. Und dann, wenn das Tier erlegt wurde, kam eben eine ganz lange Phase der Entspannung. Das heißt, das Fleisch hat ja ganz lange gereicht. Da musste ich ja nicht gleich den nächsten, übernächsten Tag wieder auf die Jagd gehen. Nur das ist, wenn wir sehr viel um die Ohren haben, sehr eingespannt in unserem Leben sind, dann haben wir diese Jagdsituation jeden Tag. Und wenn du dann nicht für dich sorgst, in der Eigenverantwortung auch zu sagen, wenn ich meiner Familie weiterhin zur Verfügung stehen möchte, wenn ich meinen Job anständig machen möchte, weiterhin, dann brauche ich eine Phase der Regeneration. Und dann können wir auch mit positiver Energie, die wir eben haben, ganz lange da auch viel bewegen. Ist auf jeden Fall, glaube ich, für alle High-Performer, die hier zuhören, die ja sich sicherlich auch in den Erfolgsgeflüster-Podcast eben manchmal, ja, verirren ist das falsche Wort, aber den Weg hierher finden, glaube ich, eine sehr wichtige Botschaft zu sagen, auch wenn sich das alles richtig anfühlt. Ich kenne es ja auch, 'ne Thema Flow, es läuft, ganz viele Dinge zu tun, die auch alle Spaß machen und trotzdem ist das Thema Entspannung einfach wichtig. Ja, ich meine, das war ja letztendlich bei mir auch so. Mir hat mein Job echt total Spaß gemacht, ja. Und ich habe mir das auch ganz lange schön geredet, weil ich eben ein cooles Gebiet hatte, dass ich im Grunde alle 10, 14 Tage irgendwo am Meer auch war, auf Übernachtungstour. Das redst du dir ganz lange schön, weil es macht ja einfach auch alles Spaß. Naja, aber es war eben zu wenig Pause dann zwischendurch. Und da kann ich nur an alle appellieren, achtet auf euch. Ja, das trifft's, glaube ich, ganz gut. Wie kann ich denn das ganze Thema Entspannung jetzt angehen, wenn ich sage: „Ja, ich möchte mich da eben, ja, öffnen, mich informieren“ und was so diese kleinen Sachen sind, die ich im Alltag machen kann? Also, wie arbeitest du mit Menschen, die du eben auch begleitest, dahin, Entspannung im Alltag zu integrieren? Also, bei mir gibt's nach wie vor auch noch Online-Angebote. Ich habe 'n Online-Entspannungskurs beziehungsweise auch, das ist vielleicht zum Einstieg auch ganz schön, 'n 'n kleines, Achtsamkeitspäckchen, das ist mein Pocket Spa. Das ist 'n aufgezeichneter Videokurs, wo du über alle deine Sinne lernst zu entspannen und die hast du ja immer bei dir, deine Sinne. Also, das ist vielleicht, um da innerhalb von 5 bis 8 Minuten Videos mal zu lernen, wie kann ich runterkommen, 'ne schöne, Geschichte. Ansonsten, ja, auch im Gespräch erst mal zu erkennen, ist derjenige noch für mich geeignet oder braucht der schon andere psychologische Unterstützung auch? Das ist sicherlich auch erst mal wichtig in einem Vorgespräch und dann auch zu schauen, was ist denn eher für den? Ist das eher jemand, der auch sagt: „Ich bin bereit, an meinem Leben etwas zu ändern?“ Also, weil das bedeutet es eben auch, wenn man, ja, Entspannungsmethoden für sich erlernt, die auch in den Alltag zu integrieren. Und wenn jemand, sagt: „Ne, das ist jetzt eigentlich nicht so für meins, aber ich habe schon gesundheitliche Herausforderungen, ich möchte da noch was anderes haben“, dann unterstütze ich ihn gerne auch, in der Beratung zu sagen: „Es gibt auch etwas, was die Durchblutung deiner kleinsten Gefäße fördert. Dann lass uns da drüber sprechen, damit du wenigstens 'ne Basisversorgung hast, bevor du deinen ganzen Alltag ändern musst“, ja. Das heißt, du arbeitest sowohl mit Unternehmen rund um das Thema Gesundheitsmanagement, Stress, Prävention und so weiter, aber eben auch mit, ja, Einzelpersonen, Privatpersonen, die jetzt sagen: „Ich möchte mich da informieren.“ Cool. Ja, perfekt. Dafür sind Onlineangebote ja immer ganz gut geeignet, weil man da einfach relativ gut in seiner eigenen Zeit, ganz stressfrei möglichst, sich da mal informieren kann. Jetzt weiß ich, dass du auch viel mit Entspannungsreisen arbeitest. Wir haben das ja eben schon mal so 'n bisschen thematisiert. Wie sehen so deine Entspannungsreisen aus und wie kann ich die vielleicht auch mal kennenlernen?
Also meine Entspannungsreisen sind alle ohne Musik. Ich glaube, das ist noch mal das Besondere, weil, für mich ist es eben wirklich auch wichtig, ein Gefühl für den eigenen Körper zu entwickeln. Wie fühlt sich das an und eben auch, was kann ich aus diesen Übungen, aus den Reisen auch mit in meinen Alltag mitnehmen? Und wenn dein Körper darauf programmiert wird zu sagen: „Okay, Entspannung ist für mich mit der und der Musik auch gekoppelt“, ist das im Alltag schwieriger. Also, wer möchte, kann sich gerne bei mir auf der Webseite auch informieren. Da habe ich eine Entspannungsreise drauf, dass man entweder so 'n Bodyscan macht, wirklich mal mit Gedanken durch den Körper gehen. Wo sind Verspannungen? Wo fühlt es sich jetzt nicht gut an, wenn ich den Atem fließen lasse? Oder eben auch mit so Fantasiereisen, sich da eine Welt zu erschaffen, abseits von Musik, wirklich nur dem zu lauschen, meiner Stimme zu lauschen und, ja, dann für sich eigene Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Perfekt. Wie würdest du sagen, wie kann man deine Mission zusammenfassen? Also, wenn du irgendwas in der Welt quasi ändern könntest, ne, was jetzt ab morgen oder ab nächstem Jahr alle Menschen mit Blick auf das Thema Stress hätten, was wäre so diese eine Sache, die du mit deiner Arbeit gerne erreichen möchtest? 'N Bewusstsein zu schaffen für Gesundheit, weil Stress ist eben nicht nur Entspannungsmethoden, sondern Stress hat mit vielen anderen gesundheitlichen, Themen auch zu tun. Also, da gehört natürlich auch dieses Thema Ernährung mit dazu. Ähm, 'N Bewusstsein dafür zu entwickeln: Was esse ich überhaupt, wenn ich, im Stress bin? Welche Symptome habe ich vielleicht auch? Ich hatte vorhin schon Magen-Darm angesprochen, ja, dass Stress auch ganz viel Einfluss auf unseren Darm hat, beziehungsweise andersrum. Also, das ist mir auch immer wichtig, in meinen Seminaren und Kursen noch mal drauf hinzuweisen: Was kann ich unterstützend alles noch machen neben Entspannung? Und das ist so meine Mission, dieses Ganzheitliche einfach zu sehen, den Körper, ja, das wieder zurückzugeben und den Körper zu befähigen, zu dem er eigentlich, ja, leistungsfähig ist für das, was er gemacht ist. Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Zurück zur Ursprünglichkeit, ne? Zur Gesundheit, ja. Dann kommen wir zu den Abschlussfragen. Du darfst jetzt hier wie alle anderen Gäste auch noch die Abschlussfragen beantworten. Einfach einen Satz vervollständigen. Es gibt kein richtig und kein falsch. Der erste Satz lautet: Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich. Neugierig bleiben und bereit sein, lebenslang zu lernen, weil alles, was du lernst, entwickelt dich auch weiter, bringt dich weiter, formt dich. Dann gehen wir noch einen Schritt tiefer, und zwar Leben bedeutet für mich. Leben bedeutet für mich neugierig zu bleiben, das Leben mit eigenen Augen zu entdecken, mitzunehmen, was einem geboten wird, Chancen zu erkennen und Spaß am Leben zu haben. Schön. Und der letzte Satz, wir sind bei Erfolgsgeflüster, deswegen sprechen wir jetzt auch noch mal über das Wort Erfolg. Und deswegen lautet der Satz: Erfolg bedeutet für mich. Also Erfolg ist für mich auch persönliches Wachstum, sich weiterzuentwickeln, ja. Und das habe ich selbst mit über Ausbildungen erlebt und das ist für mich einfach auch 'n Erfolg, das zu machen, was einem Spaß macht. Schön. Wenn ihr mit Heike zusammenarbeiten wollt, findet ihr auf jeden Fall alle Infos unter dieser Podcast-Folge, eben auch zur benannten Entspannungsreise, in die man einfach mal so reinhören kann, um sich da einen Eindruck zu verschaffen. Und ja, wenn ihr Fragen habt rund um das Thema Stressprävention, Stressmanagement, schreibt die gerne in die Kommentare auf YouTube oder sonst wo und meldet euch gerne bei Heike direkt oder auch natürlich auch bei mir. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Danke, Heike, dass du da warst. Danke, Michelle, dass ich bei dir sein durfte. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dann.